Vor wie vielen Jahren wurde die erste Nasenoperation durchgeführt? Vor 7 Jahren, 2006. 2006. Wurde noch eine zweite Operation durchgeführt? Nein, nur eine. Warum haben Sie die Operation machen lassen? Also der eine Grund war, dass ich Atemprobleme hatte und dann wollte ich im gleichen Schritt auch meinen Spitz ein bisschen verkürzen. Also ich hatte damals so ein bisschen eher eine Hakennase und ich wollte einfach so den Spitz ein bisschen kürzer. Ja. Und was gefällt Ihnen jetzt an Ihrer Nase nicht? Also das Resultat damals, das war eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich wollte. Also jetzt habe ich eher eine Stupsnase und vor allem der Spitz, der stört mich halt, dass der so extrem gegen oben schaut. Wie geht es mit dem Atmen? Auch noch nicht sehr besser. Ja. Und jetzt haben Sie sich entschlossen, nochmals eine Nasenoperation machen zu lassen. Haben Sie keine Bedenken nach Ihren ungünstigen Erfahrungen, die Sie gemacht haben? Doch, das schon. Ich glaube, darum habe ich auch so lange gewartet, also bis ich überhaupt zu Ihnen mal kam für das erste Gespräch, weil nach der ersten Operation, das war wirklich schrecklich für mich psychisch und darum habe ich schon ein bisschen Angst, aber ich glaube, ich kann Ihnen wirklich vertrauen. Ja, das können Sie. Wir haben eine Computersimulation durchgeführt, also am Computer dargestellt, wie die Nase ungefähr aussehen soll. Können Sie es uns beschreiben, was Ihre Wunschnase ist? Also ich finde es schon schön, wie sie jetzt, also nicht wie sie jetzt ist, aber dass es noch ein bisschen einen Schwung drin hat. Also ich möchte nicht eine ganz gerade Nase, aber dass einfach der Spitz nach unten kommt und dass nur noch ganz eine leichte Beugung drin ist. Genau, das ist so das heutige Schönheitsideal, dass die Nasenspitze 1 Millimeter über dem Niveau vom Nasenrücken steht. Und bei Ihnen ist es zu stark und die Nasenspitze ist auch zu weit nach oben gerichtet. Das werden wir auch etwas reduzieren. In 3 Monaten wird die Nasenoperation sein. Ich wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. Danke vielmals. Vor 9 Jahren hatte ich meine erste Nasenoperation bei einem anderen Arzt und ich war sehr unzufrieden mit dem Resultat damals. Und jetzt vor 1,5 Jahren habe ich mich darum nachkorrigieren lassen bei Herrn Dr. Bessler und ich bin sehr zufrieden mit dem Resultat. Ich finde, es ist sehr natürlich herausgekommen, so als ob es meine natürliche Nase wäre. Das hatte ich leider vorhin nicht das Gefühl. Nach meiner ersten Operation hatte ich immer das Gefühl, es sieht wirklich operiert aus und habe irgendwie gedacht, Leute schauen auf meine Nase und habe mich deswegen auch immer ein bisschen versteckt. Und jetzt kann ich wirklich wieder mit einem guten und selbstbewussten Gefühl mit meiner Nase zufrieden sein. Auch meine Nasenatmung hat sich sehr verbessert. Das war nach meiner ersten Operation auch nicht besser und jetzt nach der zweiten hat sich die Atmung wirklich extrem verbessert. Ich kann auch viel besser schlafen, weil ich jetzt endlich in der Nacht auch wieder durch die Nase atmen kann. Ich wache nicht mehr so oft auf und habe wirklich ein befreiendes Gefühl. Die Operation an sich war sehr angenehm. Als ich hierher kam, da hat man sich sehr gut um mich gekümmert. Ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Und nach der Operation, da war ich dann auch noch eine Weile hier, da hat man mich einfach noch ein bisschen beobachtet und nachher konnte ich dann nach Hause und das war eigentlich sehr angenehm nach so einem großen Eingriff. Also ich hatte gar keine Schmerzen, ich musste gar keine Schmerzmittel nehmen, die ich mitgekriegt habe. Und die Tamponaden waren vielleicht ein bisschen unangenehm in der Nase, weil da konnte man natürlich überhaupt nicht durch die Nase atmen. Aber wie gesagt, schmerzhaft war das auch gar nicht und die konnte man dann auch ein paar Tage später wieder rausnehmen und es war also viel angenehmer, als man das erwarten würde.
Was ich sehr wichtig finde, wenn man sich eine Nasenoperation überlegt, ist, dass man viel Research macht über den Arzt, dass man sich im Vorhinein informiert, sich lieber ein bisschen länger Zeit nimmt und sich nicht von jemandem einfach überreden lässt oder etwas verkaufen lässt, dass man ein langes Gespräch führt mit dem Arzt, um auch schauen, hat man etwa dieselben Erwartungen und was ist möglich und was nicht. Und was ich auch wichtig finde, dass man ein bisschen nachforscht, wie andere Patienten zufrieden waren und einfach sich sehr gut informieren. Und was ich für mich sehr wichtig finde, ist, dass man jemanden findet, der sich hauptsächlich auf Nasen fokussiert, weil das ist immer ein gutes Zeichen, dass dieser Arzt sehr viele Nasenoperationen macht und dadurch sich sehr gut auskennt damit. Ich würde diese Nachkorrektur jederzeit wieder machen. Jetzt im Nachhinein überlege ich mir sogar, warum ich das nicht schon früher gemacht hätte. Und ich bin sehr, sehr froh, habe ich es korrigiert und dass die Sache für mich jetzt abgeschlossen ist.